Hallo, ich möchte Ihnen gerne zeigen, wie Sie mit Easy Feedback Ihre Mitarbeiterbefragung umsetzen können. Vorab schon mal gesagt, alles, was ich Ihnen jetzt gleich zeige, zeige ich Ihnen ganz schnell im Überblick. Wir können es natürlich auch ausführlicher Ihnen zeigen. Wir bieten dazu Demo-Calls an, wo Sie sich mit uns einmal in Verbindung setzen können. Dann können wir Ihren Use Case durchsprechen, Ihre Anforderungen und dann können wir Ihnen zeigen, wie Sie das mit Easy Feedback umsetzen können. Als zweiten Tipp noch, es lohnt sich bis zum Ende des Videos dran zu bleiben, denn am Ende zeige ich Ihnen, wie Sie eine Menge an Zeit sparen in der Auswertung, Analyse und Interpretation der Ergebnisse. Denn das haben wir ja technologisch gelöst und bieten Ihnen das automatisch innerhalb von Sekunden an und das spart Ihnen eine Menge Zeit, um die Ergebnisse später wirklich zu interpretieren und daraus auch Maßnahmen abzuleiten. Das machen wir für Sie schon an der Stelle. Genau, einmal kurz rein ins Tool. Das ist Easy Feedback von der Oberfläche. Das sehen Sie, wenn Sie sich angemeldet haben. Und ich habe jetzt hier einmal exemplarisch eine Mitarbeiterbefragung angelegt und aufgebaut. Wir bieten Ihnen circa 90 Vorlagen, sind alle kostenlos, können Sie individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Und hier sehen Sie schon, wir starten mit einer Begrüßungsseite und gehen dann rein in die erste Frageseite, zweite Frageseite und so weiter. Und hier haben Sie die Möglichkeit, ganz individuell Ihre eigenen Fragen mit eigenen Einstellungen, Abstufungen etc. anzulegen. Das ist alles super flexibel hier. Dementsprechend können Sie auch Ihr Corporate Design hinterlegen, damit Ihr Unternehmen wiedererkannt wird von den Mitarbeitern. Sie haben die Möglichkeit, natürlich ein Logo zu setzen, die Schriften anzupassen, die Farben anzupassen etc. Also hier haben wir ein paar Features, damit das ganz nach Ihnen aussieht. Der Fragebogen kann, wenn das für Sie relevant ist, auch mehrsprachig angelegt werden. Da können wir hier mit dem automatischen Übersetzer das einfach in beliebige Sprachen übersetzen, sodass Sie da auch eine ganze Menge an Zeit sparen. Genau, ganz wichtig im Bereich der Mitarbeiterbefragung. Oft ist es so, dass diese Befragungen anonym durchgeführt werden oder durchgeführt werden müssen, damit wir natürlich auch ehrliches Feedback von unseren Mitarbeitern bekommen. Und dazu bieten wir Ihnen eine Anonymitätsfunktion an, so dass wir technisch garantieren, dass die Teilnahme anonym ist. Wir nehmen Ihnen ein paar Informationen weg, dass Sie keine Rückschlüsse auf Ihre Mitarbeiter ziehen können. Und so kann der Mitarbeiter ganz entspannt und ehrlich sein Feedback geben. Genau. Sobald das alles vorbereitet ist, kommen wir in den Bereich des Einladens. Hier haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie wir die Mitarbeiter einladen können. Es gibt manchmal Situationen, wo alle Mitarbeiter eine E-Mail-Adresse haben. Dann können wir sie über die E-Mail-Einladung zum Beispiel einladen. Oder wo wir Produktionsmitarbeiter haben, wo nur die Hälfte eine E-Mail-Adresse hat. Da können wir zum Beispiel einen QR-Code verwenden für verschiedene Gruppen. Wir haben die Möglichkeit, Einmalcodes zu nutzen, die jeder Mitarbeiter nur einmal eingeben kann, damit eine Mehrfachteilnahme ausgeschlossen ist. Wir können das Ganze auch kombinieren, wir können es übers Intranet setzen. Also es gibt da verschiedene Wege, wie wir die Mitarbeiter zur Umfrage einladen können. Sprechen Sie uns da gerne an, dann zeigen wir Ihnen den besten Weg an der Stelle. Sobald jetzt ein Mitarbeiter eine Antwort gegeben hat, ein Feedback gegeben hat, sehen Sie das hier in der Auswertung. Das heißt, wir haben eine statistische Übersicht, wir sehen den Rücklauf, wir sehen das zeitlich, wir sehen, wo die rausgesprungen sind etc. Und über die Ergebnisse haben wir die visuelle Darstellung. Hier werden uns die Ergebnisse Frage für Frage, so wie wir die Umfrage aufgebaut haben, angezeigt und können dann jetzt anfangen, hier tiefer reinzusteigen und zu analysieren. Anfangs hatte ich gesagt, wir haben ein zweites Tool oder ein Zusatzfeature ist es an der Stelle. Das ist unser Result Studio. Und dieses Result Studio ist dafür da, um digitale Reports zu erstellen und die Daten auszuwerten bzw. zu analysieren. Wir haben hier die Möglichkeit, man sieht das schon innerhalb dieser Kästchen, Inhalte zu platzieren. Das ist ähnlich wie PowerPoint. Wir sind also relativ frei, wo wir was aufbauen. Wir können das alles aus einer Umfrage die Daten importieren. Wir können aber auch aus mehreren Umfragen in einem Report die Daten importieren. Und das gibt uns die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn wir auf der größeren Ebene im Unternehmen mehrere Befragungen durchgeführt haben, die alle oder die wichtigsten Kennzahlen auf einem Dashboard sozusagen anzuzeigen oder aber auch eine Vorjahresbefragung mit der aktuellen Befragung zu vergleichen. Also wir sind super universell und flexibel hier aufgestellt und so, dass Sie da alles umsetzen können. Ich gehe hier einmal nur mal ganz schnell durch. Wir sehen hier ein paar Ergebnisse. Wir haben hier auch hier eigene Gegenüberstellung. Hier haben wir noch ein paar Vergleiche angelegt etc. etc. Und hier bei den Textantworten, da fängt es an interessant zu werden, denn was wir Ihnen anbieten, ist eine Sentimentanalyse. Das heißt, Sie sehen den Rücklauf, ob der positiv, neutral oder negativ war. Das hilft Ihnen ganz schnell zu verstehen, wie sind denn meine Mitarbeiter stimmungstechnisch drauf gerade.
Sie bekommen natürlich auch das Topic noch mit, worüber wird gesprochen und so. Und das erleichtert Ihnen schon unwahrscheinlich die Arbeit. Darüber hinaus bieten wir Ihnen aber auch an, dass ein Fazit aus allen Textantworten erstellt wird. Das heißt, Sie müssen das nicht mehr aufschreiben, merken, interpretieren und wiedergeben, sondern das machen wir automatisch für Sie. Und auch diese Topic-List, das heißt, es werden automatisch die Themen da rausgepickt und prozentual aufgelistet, wie viele Personen sprechen über dieses Thema, dieses Thema, dieses Thema. Super Arbeitserleichterung an der Stelle. Darüber hinaus haben wir aber auch die Gesamtanalyse der Ergebnisse und hier gibt es auch wieder ein Fazit. Das sind nicht nur die Textfragen, sondern auch alle quantitativen und qualitativen Fragen zusammengenommen an der Stelle. Wir haben darüber einmal den Rücklauf, wir sehen das Gesamtstimmungsbild der Mitarbeiter und wir bekommen unsere Top 5 Stärken. Wo sind wir stark? Wo sind aber auch unsere Schwächen? Die brauchen wir, um uns dann auch zu verbessern. Wir bekommen eine SWOT-Analyse, wo wir einmal unsere Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken sehen. Und dazu bekommen wir Empfehlungen für Maßnahmen, wie wir uns denn mit einfachen Schnellmaßnahmen, mittlerer Implementierungszeit und langer Implementierungszeit verbessern können. Und das ist das ja, warum wir die Mitarbeiterumfragen machen, weil wir uns verbessern wollen. Und Sie bekommen von uns automatisch die Empfehlung, wie Sie das angehen können. Das Gute hier dran ist aber, dass es jetzt auf der gesamten Ebene einmal analysiert worden. Wir wollen oder Sie wollen wahrscheinlich auch sehr schnell wissen, okay, wie ist das Ergebnis für die Abteilung 1, 2 und 3 ausgefallen oder für den jeweiligen Standort oder eine bestimmte Personengruppe, die ein bestimmtes Antwortverhalten gegeben haben. Und da ist es so, wenn Sie hier auf der linken Seite einfach irgendwie Filter aktivieren, dann startet die AI-Analyse jedes Mal von vorne und zeigt Ihnen auf der neuen Perspektive, wie die Interpretation der Ergebnisse ist. Also super schnell, innerhalb von wenigen Sekunden und auch super flexibel. Wie gesagt, lassen Sie uns da gerne drüber sprechen. Wir bieten Ihnen Demo-Calls an, da kommen wir zusammen. Sie können uns Ihren Use Case einmal schildern. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Easy Feedback dafür benutzen können. Gehen nochmal in die Tiefe, auch in die einzelnen Funktionen rein. Das ist jetzt hier ein bisschen zu viel an der Stelle. Genau, dann freuen wir uns, von Ihnen zu hören. Bis dahin.